Dein Hund schaut dich an. Dieser Moment, wenn eure Augen sich treffen, was passiert dann wirklich in seinem Kopf? Neurowissenschaftler der Eötvös Loránd Universität Budapest haben 2024 mit MRI-Scans zum ersten Mal das Hundegehirn während dieses Moments gemessen. Das Ergebnis hat selbst die Forscher überrascht. Was in deinem Hund passiert, wenn er dich anschaut, entspricht neurobiologisch dem, was Menschen fühlen, wenn sie jemanden lieben. Heute zeigen wir dir, was in 5 konkreten Momenten in deinem Hund vorgeht und warum einer davon ein Zeichen ist, das du nie ignorieren solltest. Willkommen bei Hunde meint. Abonniere jetzt und bleib bis zum Ende, denn Moment Nummer 4 ist der, den die meisten Besitzer komplett falsch interpretieren. Du wachst auf. Noch bevor du die Augen vollständig geöffnet hast, spürst du es. Er schaut dich an. Ruhig. Geduldig. Schon seit einer Weile. Einfach da und wartet. Nicht, weil er Hunger hat. Nicht, weil er raus muss. Nicht, weil er etwas will. Er schaut dich an, weil du aufgewacht bist. Und das allein reicht ihm. Forscher der Asabo-Universität Japan haben in einer Studie, die 2015 im Journal Science veröffentlicht wurde, nachgewiesen, was in diesem Moment biochemisch passiert. Gegenseitiger Blickkontakt zwischen Hund und Besitzer löst in beiden Oxytocin aus. Dasselbe Hormon, das zwischen einer Mutter und ihrem neugeborenen Kind entsteht in den ersten Sekunden nach der Geburt. Das ist kein Vergleich. Das ist buchstäblich dieselbe Neurochemie. Aber der Morgenblick hat eine zweite Dimension, die die meisten Besitzer nie erfahren. Dein Hund weiß seit Stunden, dass du schläfst. Er hat gewartet. Nicht unruhig. Nicht ungeduldig. Einfach gewartet. Weil sein Gehirn ihn darauf ausgerichtet hat, du bist sein sozialer Anker. Sein Rudel. Und das Rudel war die ganze Nacht vollständig, weil ihr beide da wart. Und jetzt wachst du auf. Und sein Nervensystem registriert, der Anker ist wieder aktiv. Die Verbindung ist wieder offen. Eine Studie der Veterinary Behavior Science zeigte, Hunde, die konsistente Morgenrituale mit ihrem Besitzer haben, zeigen messbar niedrigere Cortisolwerte über den gesamten Tag. Nicht nur in den ersten Minuten. Den ganzen Tag. Der erste Blick morgens ist nicht Gewohnheit. Er ist der Grundstein für den emotionalen Zustand deines Hundes für die nächsten 24 Stunden. Das nächste Mal, wenn du aufwachst und er dich anschaut, nimm dir 3 Sekunden. Schau zurück. Sag seinen Namen. Ruhig. Warm. Diese 3 Sekunden verändern seinen gesamten Tag. Du sitzt am Tisch. Du isst. Und er sitzt daneben. Schaut dich an. Dieser Blick, den du kennst, intensiv, unablenkbar, als wäre nichts auf der Welt interessanter als du in diesem Moment. Du denkst, er will essen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Hundeforscherin Alexandra Horowitz vom Barnard College beschreibt in ihrer Forschungsarbeit ein Phänomen, das sie referenzielles Blicken nennt. Wenn ein Hund seinen Besitzer beim Essen anschaut, ist das keine einfache Konditionierung. Keine Pawlowsche Reaktion auf Futter. Es ist eine aktive Kommunikationsstrategie. Dein Hund hat verstanden, dass du derjenige bist, der Entscheidungen trifft. Er fragt nicht einfach. Er kommuniziert mit dem komplexesten Werkzeug, das ihm zur Verfügung steht. Seinem Blick. Gerichtet an die einzige Person in seinem Leben, die er als Entscheidungsträger registriert hat. Dich. Aber da ist noch eine zweite Ebene, eine, die tiefer geht als Hunger. Essen ist in der Wolfspsychologie kein privates Ereignis. Es ist ein soziales Ritual. In Wildrudel-Strukturen gibt es eine Esshierarchie, nicht aus Dominanz, sondern aus Organisation. Wer ist wann? Wer beobachtet? Wer wartet? Wenn dein Hund dich beim Essen beobachtet, aktiviert sich in ihm dieses uralte Protokoll. Er registriert deine Position, deine Entscheidungen, deinen Status innerhalb des Rudels, das für ihn aus einer einzigen Person besteht. Dir. Eine Studie der University of Lincoln untersuchte das Verhalten von Hunden, während ihre Besitzer aßen. Das Ergebnis war eindeutig.
Hunde, die länger schauten, die mehr Zeit damit verbrachten, ihren Besitzer beim Essen zu beobachten, zeigten in nachfolgenden Bindungstests stärkere Attachment-Werte. Das Schauen beim Essen ist kein Betteln. Es ist Bindung, die sich in einem alltäglichen Moment zeigt. Der Blick beim Essen ist nicht nur Hunger. Es ist dein Hund, der aktiv seine soziale Welt versteht und darin seinen Platz neben dir. Du weinst. Wie legt lean. Wie legt nach einem schweren Tag. Wie legt aus einem Grund, den du selbst kaum in Wort fassen kannst. Und dann ist dir. Kommt langsam. Setzt sich neben dich. Short ditchen, aber dieser Blick ist anders als sonst. Weicher. Ruhiger. One Erwartung. One Forderung. Short einfach. Das ist kein Zufall. Das ist kein Gewohnheit. Das ist Empathy. Und die Wissenschaft kann es jetzt beweisen. Einst du die AUSDEM Jahr 2018 veröffentlicht in der Fachzeitschrift Learning and Behavior testet die Reaction von 34 Hunden auf ihren Besitzer. Einmal weinte der Besitzer. Einmal sprache normal. Die Hund wurden beobachtet. Weine kommen sie, wie schnell, wie lange bleiben sie. Das Ergebnis war eindeutig. Hunde hörten sich ihrem weinenden Besitzer signifikant schneller. Sie blieben lange in Körperkontakt. Und sie sehen Verhaltensweisen, die Forscher als aktives Trostverhalten klassifizieren, anlehnen, lecken, ruhiges Verweilen ohne Ablenkung zu suchen. Aber 2024 ging die Forschung noch weiter. Ein Studie der Universität Bristol dokumentiert, was in diesem Moment chemisch passiert. Wenn du weinst, verändert sich dein Körperchemie. Tränenflüssigkeit enthält spezifisch Protein und Hormon. Dein Atem verändert sich. Dein Cortisol-State. Dein Herzrhythmus wird unregelmäßiger. Dein Hund nimmt all das wahr. Nicht weil es gelernt hat, sondern weil sein Nas dies Signal automatisch kategorisiert. Sein Gehirn klassifiziert es als Stresssignal und aktiviert dieselben Versord Schaltkreise, die normalerweise zwischen Mutter und Kind aktiv sind. Denkt nicht in Worten. Aber sein Nervensystem sagt ihm etwas sehr Konkretes. Dieser Mensch braucht mich bleib. Und bleibt. Nicht weil du ihm etwas gegeben hast. Nicht weil du ihn trainiertest. Sondern weil sein gesamtes biologisches System darauf ausgerichtet ist. Auf dich. Auf deinen Schmerz. Auf deine Emotionen. Wenn dein Hund dich anschaut, während du weinst, ist nicht neugierig. Trauert auf die einzige Art, die möglich ist. Vollständig. Bedingungslos. One word. Das ist Moment Nummer 4. Den die meisten Besitzer komplett falsch interpretieren. Den Hund short ditchen. Aber dieses Mal ist es anders. Der Blick ist starr. Unbeweglich. Kein Blinzeln. Kein Schwanzwedeln. Kein entspannter Körper. Einfach, dieser Blick. Viel Besitzer denken in diesem Moment dasselbe. Will etwas. Ist konzentriert. Oder, das sagen erstaunlich viel, es ist irgendwie sass. Es ist nicht sass. Professor Daniel Mills von der University of Lincoln, weltweit einer der führenden Experten für Hundeverhalten, beschreibt dieses Muster mit einem Begriff, der als erklärt. Freeze und Stare. Einfrieren und starren. Ein Zustand in dem der Hund kurz vor einer Escalation steht. In dem sein Nervensystem bereits entschieden hat und noch wartet. Das Journal of Veterinary Behavior veröffentlichte 2023 Daten, die jeden Hundebesitzer kennen muss. In über 68% der dokumentierten Basvorfall bei bekannten Hunden, also Hunden, die gebissen Person kannten, wo das Freeze und Stare das letzte Signal vor dem Biss. Nicht das einzige Signal. Das letzt. Und die meisten Menschen haben es nicht gesehen. Oder nicht verstanden. Jetzt lernst du den Unterschied. Weiches Schauen. Entspannte Augen. Körper locker. Gelligentliches Blinzeln. Schwanz in ruhiger Bewegung. Das ist Verbindung. Das ist Lieb. Das ist der Blick über den wir in den ersten 3 Momenten gesprochen haben. Herz darin. Augen one Bewegung. Kein Blinzeln. Körper angespannt. Muskeln unter dem Fellsperber. Schwanz unbeweglich oder steif erhöht. Atemrhythmus verändert. Das ist etwas anders.
Das ist ein Hund, dessen System am Limit ist. Der dir das letzte Signal gibt, das ergeben kann. Und die tragische Wahrheit ist dies. Weil dieser Hund haben vorher an das Signal gesendet. Garnen. Wegsehen. Calming Signals. Leises Neuren. Und dies Signal werden nicht gelesen, oder schlimmer, werden bestraft. Irgendwann bleibt nur noch das darin. Wenn du diesen Blick siehst, hör auf was du tust. Entfern den Druck. Gib ihm Raum. Verandere die Situation ruhig und hektik. Den Hund hat der Gerade gesagt was brocht. Auf die letzte Weise die im noch geblieben ist. Wenn du das nächste Mal einen Blick siehst, der sich anders anfühlt, vertrau diesem Gefühl. Sein Körper spricht. Du weißt jetzt, why man so hort. Du nimmst die Tasche. Du greifst nach den Schlüsseln. Und bevor du die Tür schließt, drehst du dich sitzt die Short ditchen. Dieser Blick ist anders als all anderen in diesem Video. Ist ruhig. Fast stoisch. Kein Wedeln. Kein Springen. Kein Winseln. Einfach, dieser Blick. Und wenn du genau hinschaust, siehst du es. Die leichte Anspannung am die Augen. Die Ohren nicht ganz in Ruheposition. Den Körper der kurz darüber war aufzustehen, und sich dann entschieden hat zu bleiben. Was passiert in diesem Moment in ihm? Forscher der Eötvös Loránd Universität Budapest untersuchten die Hirnaktivität von Hunden, wenn Besitzer Abgangssignal zeigte, Schuhe ansehen, Schlüssel nehmen, Jack greifen. Mittels EEG Messungen dokumentierten SIE was in die Sekunden im Hundegehirn passiert. Die Amygdala, das emotionale Zentrum des Gehirns, seit erhöht Aktivität bereits beim ersten Anzeichen von Abwesenheit. Nicht wenn die Tür sich schließt. Woher? Woher? Und wenn in diesen Momenten Blickkontakt entsteht, wenn den Hund dich in den letzten Sekunden vor deinem Gehen anschaut, versucht sein Gehirn aktiv ein letzte emotionale Verbindung herzustellen. Biologen nennen das Proximity Maintenance. Das instinktive Bedürfnis, die Nähe zur Bezugsperson aufrecht zu erhalten, oder zumindest zu verlangen. Noch ein Sekund. Noch einen Blick. Der letzte Blick ist der letzte Versuch. Aber sagt nicht, was die meisten Besitzer denn kennen. Sagt nicht. Geh nicht. Sagt etwas anders. Etwas Ruhiges. Etwas das tiefer geht. Ich merk mir dein Gesicht. Damit ich weiß, wer zurückkommt. Und jetzt kommt der Teil, den du morgen früh anwenden kannst. Ein Kurs ruhig Interaction, 5 Sekunden, kein Drama, kein langer Abskid, senkt nachweislich den Cortisolspiegel deines Hunds in den ersten 10 Minuten nach deinem Weggehen bis zu 40%. Nicht weil du immer erklärtest, dass du wiederkommst. Nicht weil du etwas versprochen hast. Sondern weil du kurz geblieben bist. In kurz angeschautest. Ruhig. Warm. One Drama. Dies 5 Sekunden sind alles. Morgen früh, wenn du gestern dich anschaust, bleib kurz stehen. Schau zurück. Sag seinen Namen einmal. Ruhig. Und dann geh. Das ist das Liebevollste, was du in diesem Moment tun kannst. 5 Momente. 5 Blicke. 5 Fenster in etwas, das du täglich erlebst, aber wie leicht nicht so gesehen ist. Der Morgenblick, der deinen Tag verändert. Der Essensblick, der deine Position in seiner Welt verstet. Der Blick im Schmerz, der Mighty da fühlt, biochemisch, messbar, real. Der Starblick, der wohnt, und den du jetzt kennst. Und der Abschiedsblick, der dein Gesicht festhält. Dein Hund hat kein Wort. Aber hat dies Blicke. Und es all, jeder einzeln, in jedem dieser 5 Momente, sagen dasselbe. Du bist sein Mittelpunkt. Sein sicher Basis. Sein ganzes Universum. Das nächste Mal, wenn you kann show, weißt du jetzt, was in ihm passiert. Das ist kein stiller Beobachter. Das ist ein Lebusen, das dich jeden Tag new wollt. In 100 kleinen Momenten. In 5 täglichen Blicken. Wenn dieses Video etwas in dir berührt hat, das du schweren Wort fassen kannst, teil es. Imite jemandem, der einen Hund hat. Oder jemandem, der einen braucht. Abonniere Hund meint. Jed wasch ein News Video über das, was wirklich in deinem Hund vorgeht. Und schreib mir in die Kommentar,
Welche der 5 Momenti hat dich am meisten überrascht? Ich les jeden einzelnen Kommentar.